Cortisonspritzen, Stoßwellen, Schmerzsalben, alles schon ausprobiert und die seitlichen Hüftschmerzen sind immer noch da? Dann solltest du diese einfache Trainingsroutine kennen, die in nur 4 Wochen spürbare Ergebnisse liefert, ganz ohne Nebenwirkungen. Seitliche Hüftschmerzen, die beim Gehen, Liegen oder sogar beim Sitzen wehtun, vielleicht kennst du das. Die Diagnose? Meistens Trochanter-Schmerzsyndrom. Das Trochanter-Schmerzsyndrom entsteht in der Regel durch eine Reizung der Sehne und der Muskel, die an den Oberschenkelknochen sitzen. Insbesondere des Muskel Gluteus medius, der sich an der Außenseite von der Hüfte befindet. Durch wiederholte Fehlbelastungen, unzureichende Stabilität oder Überbelastung können Reizungen in diesem Bereich auftreten, was zu stechenden Schmerzen führt. Besonders bei bestimmten Bewegungen, wie zum Beispiel Treppensteigen oder seitlich drauf liegen. Oftmals wird die Ursache übersehen. Es geht nicht nur um die Sehne oder den Schleimbeutel, sondern um die gesamte Funktionsweise der Hüfte. Wenn die Muskeln um das Becken herum geschwächt sind oder nicht richtig arbeiten, kommt es zu einer ungleichen Belastung der Hüfte. Und das führt letztendlich zu Schmerzen. Viele bekommen dann Stoßwelle, Spritzen oder Salben verschrieben. Aber das Problem ist, diese Maßnahmen lindern nur die Symptome. Die beheben nicht die eigentliche Ursache. Dabei gibt es eine deutlich effektivere Methode. Gezielte Übungen, die die Hüftmuskulatur kräftigen, die Sehne entlasten und die Bewegungsabläufe wieder ins Gleichgewicht bringen. Und das Beste, Studien zeigen, dass du damit schon nach 4 Wochen spürbare Verbesserungen erreichen kannst. Und im Gegensatz zu Cortison oder Stoßwellen bleiben diese Effekte auch langfristig bestehen. In diesem Video zeige ich dir, wie du mit einem einfachen, strukturierten Übungsprogramm deine Hüftschmerzen selber in den Griff bekommst und das alles ganz ohne teure Geräte oder invasiven Therapie. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Aber bevor wir loslegen, kennst du jemanden, die abends kaum noch schlafen kann, weil sie nicht mehr auf der Hüfte liegen kann? Dann schick ihr dieses Video. Ich bin mir sicher, dass die Übungen gut helfen können, die Beschwerden zu lindern und wieder schmerzfrei durch die Gegend laufen zu können. Und für die erste Übung solltest du dich jetzt auf den Rücken hinlegen. Es geht nun um eine aktive Dehnung der Piriformis-Muskel. Auch der Piriformis setzt hier an den Trochanterknochen an den Oberschenkelknochen. Und wenn diese Sehne gereizt sind dann die Schmerzen da. Der Piriformis wird ab 90 Grad Beugung der Hüfte gedehnt. Das heißt, du musst die Hüfte, die dir wehtun, mindestens in 90 Grad von dem Becken aus gesehen zu dir ranziehen und in eine Position mit einer Außendrehung. Dafür bringst du nun deine Ferse auf die gegenüberliegenden Knie. Und als erstes versuchst du dann, das Knie so weit wie möglich von dir wegzudrehen, dass das Knie nach unten Richtung Boden oder beziehungsweise Richtung Fuß gerichtet ist. Behalte diese Position, und das ist ganz wichtig, und dann ziehst du das andere Bein zu dir ran. Dieses andere Bein kannst du dann unterhalb von dem Knie festhalten und jetzt ganz aktiv bewegst du jetzt das Knie von dir weg. Wenn das Knie ganz weit nach innen gebeugt bleibt, beziehungsweise du diesen Winkel verlierst und das Bein nach innen abweist, dann hast du nicht mehr den Effekt auf der Sehne. Also Ferse auf das gegenüberliegenden Knie. Das Knie vom betroffenen Bein drückst du dann so weit wie möglich weg von dir und dann ziehst du das Bein zu dir ran. Versuche aktiv den unteren Rücken, das Gesäß, auf den Boden zu lassen. Du kannst auch mit den Hilfen von den Ellenbogen das Knie noch von dir wegdrücken. Und in dieser Position bleibst du jetzt für 30 Sekunden, mindestens. Wenn du es aushältst, auch gerne 45. Aber jedes Mal aktiv weiter das Knie nach unten von dir wegbringen, okay? Diese Übung solltest du dann 3-mal wiederholen, jeweils 30 bis 45 Sekunden. Gönn dir eine kleine Pause zwischendurch
und entlastet dann wieder die Sehne. Wichtig für die Sehne ist auch die Stärkung der Muskulatur. Und in dem Fall besonders wichtig, die Stärkung von den Gesäßmuskeln. Dafür ist genau diese Übung. Du solltest dich immer noch auf dem Rücken befinden, deine Füße sind aufgestellt, ein bisschen mehr als hüftbreit auseinander. In dieser Position drehst du nun erstmal deine Füße etwas nach außen. Und der Druck soll jetzt hauptsächlich auf die Ferse sein, nicht auf den Vorfuß. Je mehr die Ferse Kontakt auf den Boden hat, desto mehr Aktivität bekommst du dann von dem Gesäßmuskel. Also Beine etwas mehr als hüftbreit auseinander, deine Füße leicht nach außen gerichtet, du drückst mit den Fersen nach unten gegen den Boden und hebst dann das Becken hoch. In dieser Position, wo dein Becken jetzt oben ist, im besten Fall wäre es sogar in einer Linie zwischen deiner Schulter, Becken und die Knie. In dieser Position bleibst du nun oben mit dem Becken und die Beine, die Hüfte, drückst du nun auseinander, um sie dann wieder zusammenzuführen. Nach außen drücken, kurz halten, Becken oben lassen und dann wieder nach innen drücken. Und diese Bewegung wiederholst du nun für mindestens 12 bis 15 Mal. Achte darauf, dass dein Becken währenddessen nicht senkt. Versuche ganz bewusst, die Gesäßmuskeln anzuspannen, auch dein Bauch- und Rückenmuskulatur ist angespannt, damit du oben bleibst. Führe die Bewegung langsam durch. Qualität kommt vor Quantität. Nachdem du Wiederholungen durchgeführt hast, kannst du dann wieder das Becken senken und dir mindestens 45 Sekunden Pause gönnen, bis du dann diese Serie noch 3 Mal wiederholst. Und auch die nächste Übung dient zur Stärkung der Gesäßmuskulatur. Je stärker deine Muskeln sind, desto stabiler ist auch das Becken. Und dafür solltest du dich jetzt auf den Bauch hinlegen. Also, du drehst dich auf den Bauch, legst den Oberkörper ab, spannst deinen Bauch und deinen Rückenmuskel an und als erstes versuchst du dein Bein so weit wie möglich von dir wegzustrecken. In dem Fall werden meine Beschwerden jetzt halt auf der linken Seite. Du beginnst damit, dass du das gestreckte Bein von dem Boden hochhebst und dann langsam wieder senken. Lass das Bein ein paar Sekunden oben mit dem gestreckten Bein und senkt es dann wieder ab. Wichtig bei dieser Übung, die Streckung der Hüfte, da wo die Gesäßmuskeln aktiv sind, das sind nur 15 bis 20 Grad. Also, wenn du das Bein hier nach oben bekommst, dann hast du viel mehr Bewegung in der Lendenwirbelsäule als in der Hüfte, wo du eigentlich die Bewegung haben willst. Spann bewusst die Gesäßmuskeln an und heb dann das gestreckte Bein kurz vom Boden hoch, bleibe da für ein paar Sekunden und senke es dann wieder ab. Ebenfalls bei dieser Übung solltest du dann 3 Serien durchführen von mindestens 12 bis 15 Wiederholungen. Bevor wir loslegen mit den 3 nächsten Übungen, wenn dir dieses Video gefällt und du weiter Infos bekommen möchtest, wie du zu Hause mit ohne viel Material deine Gesundheit wieder zurückbekommen kannst, mit Übungen, die abgestimmt sind für deine Beschwerden, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Infos für deine Gesundheit. Und die nächste Übung ist nun zur Stärkung von der Hüftbeugemuskulatur und auch dein Bauchmuskel. All das sorgt dafür, dass dein Becken stabil wird und die Belastung auf die seitlichen Strukturen der Hüfte weniger werden. Dafür solltest du dich jetzt mit dem Oberkörper hoch, das heißt, du lehnst deine Unterarme auf den Boden ab. Nun spannst du ganz bewusst die Bauchmuskulatur an, damit du jetzt hier nicht komplett nach hinten wegsackst, sondern mit deiner Wirbelsäule stabil und gerade bleibt, dass du wirklich auch vom Becken her stabil bist. Ein Bein wird jetzt angebeugt und das wird jetzt auch die Stabilität von dem Becken erhöhen. Also du stellst das ein Bein auf, das andere Bein ganz bewusst das Knie durchstrecken, die Zehe zu dir ranziehen. Wirbelsäule lang bleiben, die Ellenbogen nach unten gegen den Boden drücken und in diese Position spannst du nun das Bein an, um dich vom Boden zu heben.
Bring die etwas zu 45 Grad hoch und senke es dann wieder ab. Achte wirklich darauf, dass dein Becken nicht die ganze Zeit wegrutscht oder wegkippt. Du solltest auch die Spannung in den unteren Bauchmuskel spüren und hinten im Rücken ebenfalls. Auch hier, die Übung muss streng sein. Du musst das Gefühl haben, dass deine Muskeln auch aktiv und arbeiten. Du solltest 3 Serien durchführen von 12 bis 15 Wiederholungen. Wenn es aber für dich zu einfach ist, dann bitte so viele Wiederholungen durchführen, bis du auch die Muskulatur ganz aktiv spürst. Nur dann, wenn deine Muskeln auch einen bestimmten Reiz bekommen, können die sich entwickeln und stärker werden. Bei der nächsten Übung geht es nun um die Stärkung deiner Oberschenkel und auch Gesäßmuskeln. Dafür kannst du gerne so einen Ball nutzen. Falls du keinen Ball zu Hause hast, kannst du auch sehr gerne ein Kissen nehmen. Diesen Kissen solltest du dann zwischen deine Knie platzieren. Du solltest dich an eine Wand ranlehnen und ungefähr von den Füßen her so 40 bis 50 cm entfernt. Als erstes lehnst du dich dann an der Wand ran. Der Ball kommt nun zwischen deine Knie. Stell sicher, dass du von den Füßen her nicht wegrutschen kannst. Also am liebsten die Übung mit Schuhen machen oder irgendwo, wo du sicher bist, dass du nicht wegrutscht. Platziere den Ball oder den Kissen zwischen deine Knie, lehnen dann dein Gesäß bzw. das Kreuzbein an der Wand ran, auch deine Schulter bleiben an die Wand. Und jetzt rutschst du mit dem Gesäß nach unten. Je tiefer du kommst, desto schwieriger ist die Übung. Deshalb zu Beginn kann es sinnvoll sein, dass du vielleicht nicht ganz so tief nach unten gehst. In meinem Fall hier habe ich ungefähr 90 Grad und das wäre das oberste Ziel. Wenn du die Position erreicht hast, behalte einen leichten Druck gegen den Ball. Dein Kreuzbein, das Becken soll hinten an der Wand bleiben. Auch dein oberen Rücken ist an der Wand. Und in dieser Position verbleibst du nun für 30 Sekunden. Du solltest ganz deutlich deine Oberschenkelmuskeln spüren, aber auch das Gesäß. Bleibe stabil in der Position, 30 Sekunden lang. Wenn es dir zu schwer ist, versuche dann etwas weiter nach oben zu rutschen. Dadurch wird die Übung schon deutlich leichter. Wichtig ist, dass du mindestens die 30 Sekunden erreichst. Wenn du die fertig hast, dann löse die Spannung und stell dich wieder hin. Diese Übung solltest du dann für 3 Mal wiederholen. Also 3 Mal, jeweils 30 Sekunden. Falls dir die Zeit zu wenig ist und du die Muskulatur in dieser Zeit nicht als anspruchsvoll genug fühlst, dann gerne 15 Sekunden noch on top packen. Also 3 Mal zu 45 Sekunden. Und bei unseren letzten Übung geht es nun um die Dehnung von den Tractor iliotibialis. Der kleine Muskel, der sitzt hier oben an der Hüfte und mit so einem breiten Band geht er nach unten bis zum Richtung Knie hin. Um diesen Muskel zu dehnen, solltest du dich als erstes in eine Schrittstellung-Position hinstellen. Also das Bein, das du dehnen willst, das sollst du nach vorne platzieren. Am besten stellst du dich auch neben einer Wand hin, damit du dich ein bisschen festhalten kannst für dein Gleichgewicht. Das betroffene Bein steht nun vorne, etwas nach innen, von der Mittellinie nach innen weg. Ach, ganz wichtig, das Knie soll durchgestreckt bleiben. Und mit dem Rumpf drehst du dich jetzt von dem Bein weg. Also vorwärts bringen den Rumpf und dann wegdrehen vom Bein. Noch weiter mit dem Rumpf nach innen weg. Bring den Oberkörper so weit wie du kannst nach vorne und dann geben wir so einen leichten Impuls in eine Drehung noch weiter Richtung Wand hin. Achte darauf, dass in dieser Zeit, wo du jetzt mit dem Rumpf nach vorne kommst, dass dein Knie die ganze Zeit durchgestreckt bleibt. Wenn du die Dehnung nicht stark genug spürst, versuche dann das Bein noch weiter nach innen zu bringen. Das Knie bleibt durchgestreckt und mit dem Oberkörper vorwärts beugen und nach innen drehen.
30 kleine Impulse solltest du machen Richtung Boden. Nochmal das gleiche von vorne. Du nimmst das betroffene Bein und stellst sie in eine Schrittstellung nach vorne und weiter Richtung Mitte als das andere Bein. Also vorne überkreuzt, über das gesunde Seite hin. Und dann den Oberkörper, den beugst du jetzt vorwärts, aber nicht nur vorwärts beugen, sondern auch nach innen drehen. Und dann versuchst du mit dem Oberkörper so weit wie möglich nach unten und nach innen zu bewegen. Wenn du jetzt hier eine Wand hast, ist es von dem Gleichgewicht deutlich leichter. Achte darauf, dass dein Knie komplett durchgestreckt ist. 30 kleine Impulse, das sind dann halt ungefähr 30 Sekunden hin und dann aufrechte Haltung, wieder lösen und das Ganze 3-mal wiederholen. Laut einer Studie hat diese Übungssequenz dafür gesorgt, dass in nur 4 Wochen die Teilnehmer deutlich weniger Schmerzen hatten und viel besser laufen könnten. Die Ergebnisse sind langfristig sogar besser als eine Kortisonspritze oder die Stoßwellertherapie. Das Training solltest du dann aber mindestens 5-mal in der Woche durchführen. Um dauerhaft beschwerdenfrei zu sein, brauchst du jedoch 3 Monate, also 12 Wochen Training. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!